Herzlich willkommen zurück bei festivalzombie.com. Ich sitze hier immer noch. Nein, Schon wieder. Mit den Jungs der Bands Schwund aus Hamburg und Bulldriver aus Dithmarschen und Lennart. Und heute reden wir über improvisierte Waffen und Fahrzeuge, die die Protagonisten unseres Filmes auf dem Festival zusammenbauen, um sich zu verteidigen. Jungs, was ist so alles auf dem Festival zu finden, was man in Waffen umbauen könnte, um Horden von untoten Zombies umzubringen? Benzinkanister. Für die Generatoren. Ja, Benzinkanister. Irgendwas mit Kleine Feuer Gaskartuschen. auf jeden Fall. Die Generatoren an sich. Ja, die könnte man zum Beispiel, man könnte die ganzen Bauzäune, könnte man mit denen zum Beispiel dann elektrisieren. Ah, Quatsch. Elektrosperren. Da laufen Das jetzt ist ein viel- Film, Mann. Da laufen viel zu viele richtige Menschen gegen. Selber schuld. Ja, Nee, dagegen klingelt. Generatoren, Oh, das könnte echt witzig, ja, okay. Mikrowelle, Ravioli-Dosen, in die Mikrowelle, zumachen, an. Ja. Mikrowelle macht bumm. Wir sind auf dem Acker, auf dem Festival. Generator, Strom, Mikrowelle, Dosen. Haarspray. Oh, Moment, um mich herum sind tausende von Zombies, die mich angreifen. Ja, und? Ich mach mal kurz den Generator an, stell die Mikrowelle hin, die natürlich jeder dabei Die hat auf dem steht da Festival. schon. Die Mikrowelle, die hier schon auf dem Acker stand seit letztem Jahr. Pack da Ravioli rein. Mach an. Wird, Und renn weg, weil lieber einen treffen, anstatt gar keinen. ich glaube, du kannst echt mit weniger Aufwand einen Zombie treffen. Ja, natürlich, aber das Aber macht nicht so weniger witzig, Spaß. das Es lasse ist ich ja jetzt. ein Slapstick, dementsprechend Okay, muss da- man dann auch, wenn man dann ins Trashige geht von früher, um mein Lieblingsbeispiel zu sagen von das Geisterschiff der schwimmenden Leichen, ein Skelett und eine Frau auf einem Schiff und es dauert 10 Minuten, bis dieser Typ an der Frau dran ist und sie schreit immer und er geht 2 Meter in der Stunde und sie schreit und er kommt weiter und sie schreit und bleibt stehen. Das wäre dann wieder Slapstick in meinem Humor. Das wäre jetzt nicht Slapstick, Man das wäre sieht, einfach wie nur einer dumm. irgendwas baut aus irgendwas und dann Mikrowelle übereinander und schließt sie miteinander und dann die Zombies kommen immer näher. Okay, wir haben die Ja, Mikrowellenidee jetzt, glaube ich, durchgeritten. Sagt uns bitte, was ihr davon haltet. Oder Jakob vielmehr, E-Mail-Adresse. Ja, an Waffen, was fällt euch sonst noch dazu ein? Was gibt es sonst noch auf Festivals? Gehen wir jetzt davon aus, dass, von den Campingplätzen selbst. Was kann man da finden, aus dem man dann Waffen bauen könnte? Zeltstangen. Erdnägel. Zeltheringe. Erdnägel von Zeltheringenkanone. Ja, gut. Hammer. Und wir haben vorhin auch Gaskartuschen. Man könnte quasi dann aus den ganzen Nagelbomben bauen. zum Beispiel. Genau. Oh Gott, jetzt geben wir den Leuten echt super Das Ideen mit der fürs nächste Festival. Scheiße. Das mit der Wir gehen jetzt mal weg vom Campingplatz. Ich setze mich da in Ruhe hin und baue erstmal eine Nagelbombe. Und die Nagel, das ist genauso schwachsinnig wie eine Mikrowelle, aber gut. Vielleicht könnte man mit Hilfe der PA und sämtlichen Den braunen Gitarrenversteckern Der Braun. irgendein, ja, vielleicht nicht unbedingt den braunen Ton, aber Den Aber roten Ton. irgend- Den roten Ton. Aber das müssen wir- irgendeine Frequenz generieren, Das die wäre der Finisher für den Typen, der Zombies alles killen. basteln kann, dass er zum Schluss, ich kenne den braunen Ton und ich kann die Frequenz so umbauen, dass alle, die hirnlich tot sind, aber trotzdem noch laufen, genau bei dem Ton der Kopf explodiert. Dann wäre der Film auch zu Ende. Ja, also Das wär geil. das wäre quasi dann, Gegner. man Genau. müsste die ganze Zombie-Horde zum Finale vor die Hauptbühne locken, dass sie da alle hinkommen und dass dann eben irgendwie, ja, die Leute eben komplett platt gemacht werden. Das, ja, okay. Das wäre als Finisher, finde ich gut. Also die Bühne als Mordinstrument. Die PA als Mordinstrument. Auch eine gute Idee. Die geilste Band der Welt spielt das, wer auch immer das ist. Eine Zombie-Band aus toten Musikern. Ja, Welche wollt ihr da haben? denn? Ich will Dimebag an der Gitarre. Alles andere ist mir scheißegal. Nein, die Band von Dusk Till Dawn. Mit den toten Dingern und die da spielen. Tito und Tarantula. Ja, Aber das sind wieder Vampire. Vampire sind gay. das macht nichts, aber die Vampire sind dann mächtiger als die Zombies. Das wäre dann die Moral von der Geschichte. Das. Okay. Nehmen wir dann als das als die Moral. Das lassen wir dann Filmklassen dann interpretieren, den Film. Ja, die Moral. Ja, egal. So, es sind Autos da, es sind Zelte da, es sind Grills da, es sind Elektrogeräte da,
Es sind andere Menschen, die du als Waffen benutzen da. Es sind... Andere Menschen, die man als Waffe benutzen kann? Fangen wir mal Hit a klein... motherfucker with another motherfucker. Ja, Diese riesigen Säcke, wo die Scheiße aufbewahrt wird. ja, ist auch geil. Aber sterben die Zombies davon? Die wiegen 250 Tonnen, wenn sie voll Aber das sind. könnte man in dem Film ja Weggespült werden sie auf rausprobieren. jeden Fall. Wenn ein Zombie scheiße Ja, ist. man könnte daran vorbeiflüchten, aufschlitzen und die Zombies werden dann von dem Scheiße-Tsunami. Ja, toll. Und was kommt dann? Die Golgatana. Oh, nicht in die Welt geboren, in die Welt geschissen. Das ist super. Aber obwohl, die halten die dann ein Das ist auch bisschen deine auf. Doc Martens. Das ist gut. Oh, ist das beschissen. Ja, also die Kackesäcke. Nein. Kann man auch als Waffe benutzen, Du hast okay. Bühnenmetallstangen. Du hast Dixie-Klos. Instrumente, Dixie-Klos. Auch groß kannst du anzünden, aber das bringt auch nicht viel. Und den Hang runterrollen. Die sind quadratisch. Klack. Klack. Wenn wir beim Slapstick wären und das dann mit den alten Mario-Spielen verbinden können, wo die Tonnen runtergerollt werden. Und die Zombies können springen. In unserem Film können die Zombies springen. Aber ich meine, bei der Scheiße vom Festival, da ist doch eh alles mit Alkohol durchseucht und... Meinst du, dass man die anzünden kann? Ja, bestimmt, Alter. Das wäre aber auch geil, wenn man das macht, dass wenn die Zombies, dass die durch Alkohol wieder entweder Normalzustand kriegen oder sterben. Die Zombies müssen permanent bereit sein, damit sie als Menschen durchgehen. Das Kryptonit der Zombies ist Alkohol. Weil Gab's das ja nicht nur auch mal- Alkohol ist ein großes Thema auf dem Festival. Gab es nicht auch mal so einen Zombie-Film, wo die beiden Helden, ich glaube, das ist auch so zwei Typen, und die sind permanent bereit und nur deswegen werden die von den Zombies nicht angegriffen? Gab es nicht auch so? Nee, das war was anderes. Walk of the Dead? Ist ja nicht als Schreibt das mal in die Film Comments, welcher Film das ist. Mir fällt das jetzt gerade nicht ein, der Name von dem Film. Ja, die sind permanent besoffen und dadurch werden sie von den Zombies nicht an, weil sie auch die ganze Zeit durch die Gegend wanken. Was sonst in dem Film passierte, weiß ich nicht. Sagt mir das mal bitte in den Comments. Fahrzeuge. Stapler gibt's auf dem. Es gibt die ganzen Quads von den Security. Genau. Kannst du nichts anfangen. Da kannst du Kettensägen an die Seiten bauen. Wie bei Dead Rising, bei dem Computerspiel. Oder die Trecker, die da mal rumfahren. Da kannst du auch einfach durch die Ohren. Ja, mit dem Träger kannst du einfach nur alles platt fahren. Mähdrescher. Eben, Leute die Zombie-Leute vor die Bühne locken, dann, wenn man den roten oder den braunen Ton dann halt spielen will, dann klappt das nicht. Und dann muss einer irgendwie mit einem Kettensägen-Quad in die Scheune von von Bauer Neumann fahren, den John Deere abholen mit Schnittbreite 14 Meter oder sowas. Maisweben. Und das wird Ja, Maishäcksler, kein Mähdrescher. Oh. das wird Und dann vorne durch die Menge durchpreschen, ey. finanziert durch Produktplatzierung. Genau. John Deere. John Deere hat gleich als Aber ganz Sponsor wichtig gewonnen. ist dann, wenn so ein Gerät rauskommt, dann von Mad Max den Typen mit der Gitarre oben drauf haben, der dann die Töne spielt. Ja, genau. Die Haupt-PA von der Bühne raucht ab und dann müssen sie mobil auf dem Mähdrescher, Mad Max nachspielen. genau, die Gitarre, damit die Zombies weiterhin auf den Mähdrescher zulaufen kommen, weil sie auf Metal stehen, weil immer noch Zombies und weil ist so. Vielleicht könnten die Zombies auch alle sterben, weil kein Metal mehr gespielt wird. Weil dann die Musik, die wir Denk alle mal nicht drüber mögen, nach. da könnt ihr gerne was sagen. Was mögt ihr nicht? 21 Pilots. Was? 21 Pilots. Die gehen zurzeit total ab. Ich verstehe nicht warum. Ja, aber das macht man dann ja kenn vom ich- Film abhängig, wann der rauskommt, was da gerade hip ist. Achso, okay. Die Band, die dann gerade richtig hip ist, die ist dann die Band, die dann die Zombies alle umbringt. Oder einfach nur eine Band, die unglaublich beschissen ist. Da können wir einen. Wollen wir mal welche aufzählen? Genau, wir können uns jetzt richtig unbeliebt machen. Bands, die wir kacke finden. Später. Erst noch vergrauen wir die Leute nicht. besser ist. Wo waren wir jetzt gerade? Autos, Stimmt. Fahrzeuge. Also Mähdrescher auf jeden Fall. Die braucht man ja nicht mal großartig pimpen. Die haben ja alles quasi am Start, was man braucht für so eine Situation. Was haben wir noch für Fahrzeuge? Eben Quads, die könnte man irgendwie, keine Ahnung, eben Kettensägen an die Seite oder was weiß ich nicht noch Wo findest du alles. eigentlich Kettensägen auf Festivals? Also in Wacken zum Beispiel im Lager. Oder eben im Baumarkt, der in der Nähe ist. Ja,
Und wenn das auf dem Land ist, das Festival, sind sowieso überall Bauernhöfe. Da muss dann halt einer, ja, wir brauchen hier Scavenger Team One. Das muss rausfinden und Sachen für uns besorgen. Und dann fahren die Bauernhöfe ab und sammeln da die Kettensägen und das Equipment ein. Und dann wird das zum Festival gebracht. Wäre es dann nicht eigentlich einfach, dass man dann die Kuhherde aufmacht? Und dann die Kühe, die Zombies tun. Totmelken. Fahrzeuge, Roller gibt's noch? Also ich finde, Roller sollten sowas von. Jeder, der auf dem Roller steigt, stirbt einfach nur. Fahrräder? Schau schon mal. Ja. Aber ein Fahrrad kannst du noch als Waffe benutzen. Fahrrad. Du kannst dir schnell Reifen Ja, und abbauen. dann diese ganzen Promo-Fahrzeuge hier, Independence Bus und was weiß ich alles. Gibt's ja auch alles. Diverse LKWs. Ja, aber. Rumstehen. Also, okay, kommt ja auch darauf an, auf was für ein Festival wir nachher letztendlich drehen. Auf jedem Festival. Ja, aber ob das Festival jetzt quasi auf Asphalt stattfindet, so wie größtenteils Rock am Ring, oder ob das jetzt tatsächlich auf dem Acker ist, wie Full Force oder Wacken. Also Hubschrauber, falls das Wasser mal wieder zu doll ist, damit man den Hubschrauber. Ja, Hubschrauber ist eher so, den muss man zum Schluss erreichen, damit man dann noch wegkommt rechtzeitig. Also Oder du kannst fliegen, drehst um und... Wie bei Street Fighter hier. Chun-Li. Den... Na, egal. Ja, kann man auch. Hubschrauber, Ja, Hubschrauber, immer eben kurz, Roller weg. Eben Feldstapler haben wir Geht immer. auf Festivals. Radlader, die haben große Zinken, da kann man irgendwie die Schaufel reinmachen oder was auch immer. Oder man könnte die Zinken durch irgendwas anderes ersetzen. Sind wir wieder bei Kettensägen. Das hast du aber auch nicht. Was willst du denn da setzen? Du hast Zinken vorne dran und mal eine Schaufel. Ja, aber wenn du die Zinken hast und dann durch die Messe fährst, hast du irgendwann so viele Zombies auf dem Zinken hinterher, dann ist dein Zinke voll. Und dann macht dein Zinke nicht mehr so viel. Wenn man die... Wenn man Zombie-Filme verfolgt, wenn die zu viel Druck auf den Körper kriegen, teilen die sich. Das heißt, je mehr raufkommen, desto mehr werden die da vorne in die Hälfte gesägt. Dann würde ich auf den Stapler vorne, den würde ich quasi auf Hüfthöhe fahren, die Gabeln, und dann einfach nur ein dünnes, scharfes Blech oben rauflegen. Irgendwie so 2 Millimeter stark oder 2 Millimeter stark. Das dann irgendwie noch festnieten oder so, keine Ahnung, und dann schneidest du dich einfach durch die Gehen wir mal Masse. davon aus, du hast in dem Film 2 Stunden Zeit. Oh Das ja, klappt toll. nicht. 2. Ja, komm, Montage ist das Zauberwort. Wir sind nicht beim Formel 1 und Reifenwechsel. Ey, nein, ich meine Filmmontage. Ich hasse Klugscheißer übrigens. Das muss ja auch nicht unbedingt realistisch sein. Nein, muss es ja nicht. Ja, aber Realistisch. nachvollziehbar. Muss es unbedingt nachvollziehbar sein? Ja. Es Eigentlich war ja, schon, ich finde ne? schon, dass das real gedreht werden soll. Dass, wenn das mal passieren sollte, eine Zombie-Apokalypse auf dem Festival, was Damit man mache ich? gleich Das ein soll ja auch bisschen- ein Tipp fürs Leben sein. Ein Ratgeber. Wenn der Idiot neben mir im Zelt mal wieder Dudelsack spielt, muss man wissen, was man macht. Ja. Mikrowellen-Ravioli macht man dann. Kopf abschlagen und Gehirn zerstören. Ja. Regel Nummer 1. Es gibt auch immer so einen Dönerwagen auf dem Festival. Also da muss die Dönermachete auf jeden Fall auch. Ja, da wäre wahrscheinlich der erste Gang von mir erstmal. Der Döner-Ninja kommt da. Typischer Döner. Ganz wichtig, der auf dem Döner. fette Verkäufer vom Nackenstern. Auf jeden Fall, das ist der Endjäger. Mit Morgenstern. Genau, und auch so richtig schön Mit schwachsinnig. Der hat nachher Dicker, schmaniger Zombie. auf seinem Dönerspieß hat er dann quasi irgendwie nur den Rippenkäfig von so einem Zombie mit dem Kopf oben quasi aufgespießt und dann säbelt er so den Kram davon runter auf den Döner. Irgend so ein psychopathischen Scheiß. Wo wir wieder beim Film Braindead wären. Mixer. Mixer. Ja, zum Beispiel. Waffen. Mixer. Gott, es gibt so viel Quatsch auf dem Festival, da wird uns aber noch ein bisschen mehr einfallen hier. Regenschirme. Auch an euch. Regenschirme, ja. In die Kopf. Regenschirme? Einen Kopf aufspannen. Doc Martens, da kannst du zutreten. Piercing-Zelt, da gehen auch wahrscheinlich noch Hier ist Piercing-Zelt. Die werden da ja auch noch Stangen und so einen Scheiß haben oder was?
Ja, aber zum Beispiel in diesen hier Non-Food-Bereichen, wo man natürlich vorher mit dem Security abgetastet wird und sich drin dann Schwerter kaufen kann. Geht ein Zombie los und kommt der Stecker in den Ja, Ihr Schwerterstand, natürlich. ganz genau. Schwerterstand oder dann eben, wenn das jetzt klassische Zombies sind, die sich durch Beißen halt fortpflanzen können, eher diesen ganzen Kettenhemd-Quatsch und so weiter. Dass man sich, genau, dass man sich, hast du nachher so eine Kettenhemd-Ritterarmee. Oder der Diesen Zahnarzt. Mittelalter-Scheiß will ich echt beschissen. Bist du letzte Ritter? Hass in die Comments, bitte. Der Zahnarzt auf Festivals. Der Zahnarzt. Ja, wenn Zombies keine Zähne haben, können sie dich nicht beißen, können sie dich nicht anstecken. Also müssen wir jetzt nach einer Möglichkeit suchen, alle Zombies zu entzahnen. Eine Massenentzahnungsfabrik. Eine Massenentzahnung. Gibt es irgendwas, was man saufen oder essen kann, was einem die Zähne ausfallen lässt? Zucker. Was? Kalgonit? Der ganze Kalk aus dem Körper raus. Crystal Meth. Crystal Meth. Bauen wir ein Hier Jahr. diese Wir ballern die ganzen Zombies mit Crystal Meth zu, dass ihnen die Zähne ausfallen. Genau, wir können das ja so hinspinnen. Ja, das sind Zombies, die haben, die verarbeiten das schneller und dann fallen die schnell. Ja. Ja. Gute Idee. Crystal Meth benutzen wir jetzt mal um den. Ja, das wird eine Serie, die dauert etwas länger. Genau, die nächsten 3 Folgen fallen den Zombies ein nach dem anderen die Ja, Zähne da kann man aus. das dann wieder mit Dragon Ball Z verbinden, wo eine Kampfszene eine ganze Folge lang geht. Ja, oder mit den tollen Fußballstars, wo Tsubasa auch 20 Minuten lang aufs Tor läuft, Oder ohne anzukommen. Werbung machen. Bitte? Im 5-Meter-Raum. Immer noch eine halbe Stunde läuft. Kennst du da? Ja, und immer so. Und man sieht auf dem Fußballfeld die Erdkrümmung. Da kann ich nur empfehlen Shaolin Soccer. Das ist das gleiche, nur mit Shaolin-Mönchen. In Echtmenschen. Ah ja, habe ich ein paar Ausschnitte von gesehen. Sehr, sehr gut. Ja? Und manche Leute denken, oh, guck mal, wie gut die Fußball spielen können, wenn die so einen Ausschnitt aus dem Film sehen. Guck mal, ey, richtig krass. Ich denke, das ist echt und das ist kein Film. Bei Shaolin Soccer könntest du das denken. Der hat auch den Tigerschuss, wo alles in Wirbelschuss Ja. kommt und dann alle im Tor nackt sind. Wahrscheinlich maximal Kabel oder so. Kann man da nicht noch irgendwas mitbauen? Kabel? Ja, eben. Also wir waren ja am Anfang, hatten wir ja schon die Generatoren. Irgendwas mit Strom. Man könnte zum Beispiel, wenn der ganze Acker verschlammt ist, passiert ja so gut wie nie. Doch, das geht ganz schnell. Alle, die nicht Zombies sind, pissen aufs Feld. Und dann setzt man das unter Strom. Regen hätte gelangt. Ja, aber den Regen kannst du nicht herbeizaubern. Pissen kann. Alle, die noch keine Zombies sind, kriegen ganz viel zu trinken. Oder Bierdosen stechen, also die 50 Liter Fässer stechen. Ja, worauf ich hinaus wollte, ist, dass es also ein Riesensee wegen des Regens vor der Bühne ist. Man lockt die Zombies wieder vor die Bühne mit irgendwelcher Mucke, keine Ahnung. Und dann setzt man den ganzen Scheiß unter Strom und brutzelt die Zombies dann da weg. Und alle so, yay. Ja, langweilig. Aber sterben Zombies mit Strom? Die sind ja Eben, da geht doch das Hirn, durch Stromstöße funktioniert das Habe ich Hirn das doch nicht wieder. irgendwo mal gesehen? Die fangen dann Feuer? Ja, aber die Aber laufen dann sind sie alle nicht nass. zwingend. durch Strom. Okay, nicht. Strom ist scheiße. Das sind Vampire. Das sind Vampire, ja. Cut. Was war das? Da sind wir schon wieder beim Dönerstand, oder? Gibt es denn irgendwas im Merchandising-Ständen, was man dafür nutzen kann? Ein T-Shirt. Cool, Dann ziehen sie alle an. Ja, ein T-Shirt, die Poster, Papierschnitt. Paper Cut. Das so effektiv ist. Ja, aber halt eben diese Hier so Mittelalterwaffen eine, da. so eine Kollegen hier. Da gibt es auch über so eine Tierdinger. So Wacken zum Beispiel, so eine. Die Hörner, die Trinkhörner. Ja, Trinkhörner in Waffen? Als Waffen, wieso? Die schneidest du dir auf die Stirn und rennst wie ein Wahnsinniger nach Also ich vorne. finde die Schwertstangen schon ganz interessant, ne? Wo du Echse kaufen kannst und Schwert haben. So, das ist Aber nicht jeder hat Geld dabei. Ja, Zombie-Apokalypse, ja, das macht 50 €. Ich als Verkäufer extra teuer hier. Das sind meine Waffen, das kostet doppelt so viel. Der lebt nicht mehr, glaube ich. Und warum? Weil ich immer voll bin und die Oh ja, nicht siehst du, und dann können wir doch noch gesellschaftliche Kommentare in den Film einbringen. Auf einmal sind Waffen teuer, ja. Angebot und Nachfrage. Ja, Krieg. ja, Apokalypse, ne? Also, ne? Schlimm, ganz schlimm. Ansonsten hat man immer noch ein Taschenmesser dabei, wenn man wieder Walking Dead ist. Der Typ kann ja das Camp David-Shirt anhaben.
Das, genau, die Idioten und Schwulen haben immer Camp David. Schwul nichts. Das war. Ne. Genau, ich werde noch einen schwulen Kollegen holen. Für den mache ich mit dann Clips, wo ich dann daneben stehe und der da einfach nur schwul, Schwuchtel und gay sagt. Damit wir jedes Mal, wenn wir das sagen, machen wir einen Clip davon rein, dass das ein Schwuler gesagt hat. Also sind wir durch. Passt. Sind wir sicher. Ja, gut, nee, dann ist alles gut. Entschuldigung. Waffen, Messer. Messer hat jeder dabei. Ja, da wissen wir. Und zur Not Plastikbesteck. Ja. Wie wir es gelernt haben, Zombie-Körper sind nicht stabil. Das heißt, auch mit dem Plastikmesser kannst du den Kopf abschneiden. Das wird der lärmste Metzelfilm aller Zeiten, wenn du mit Plastikbesteck Ja, auf die wieso der Füße. heißt doch das Plastikbesteck? Bitte gebt eure Meinung nochmal dazu, beziehungsweise eure Ideen. Steine, Flaschen. Darf man Flaschen noch mitnehmen? Nee, keine Glasflaschen. Du hast ja nicht mal Nutella-Glas mitnehmen. Okay, wir sind bei Tetrapack. Ist ja egal, das hat trotzdem was mit. Tetrapack, spitz machen. Diese gehört. Hab ich gehört. Böse Aus Menschen. Dosen, da kannst du nicht schneiden mit. Habe ich gemacht. Was hat man denn noch mit Essen? Was kann man aus Essen? Kann man aus Essen Waffen bauen? Ich glaube nichts, Ja. um irgendwelche Zombies oder Dämonen So einen harten abzuhalten. Nackensteak. Knäckebrot. Ja, T-Bone Steak. Ja, der Knochen. Der ist doch hier, welchen Film war das, wo er im Knast sitzt und T-Bone Steak und dann den Nachbarn... Gesetz der Gesetz der Rache. Rache. Genau. Da hat er ja auch aus dem T-Stück sich... Der Das ist kann man super. auch machen. Das muss Da haben sie- man wieder erlaubt ist. Da haben sie das Ende verkackt, finde ich. Die hätten ihn gewinnen lassen sollen. Das Ende war? Ich weiß noch. Spoiler Alert. Weil egal, der war so geil. Ja, aber trotzdem, die letzten 5 Minuten kannst du nicht mehr gucken, weil Gerard Butler, sein Charakter, stirbt dann. Weil er irgendwie überlistet wird von dem tollen Anwalt. Okay, aus Total zum Kotzen. Den Film finde ich auch großartig, aber die hätten es dann knallhart auch durchziehen müssen, dass er dann auch mit der ganzen Scheiße davonkommt. Aber da wäre Beispiel, Schweinshaxe, kannst du auch aus den Knochen irgendwas machen. Genau. Oder wieder beim Dönerstand mit dem Dönerspiel. Ja, Tierknochen. Ja, Tierknochen Der hast du... Dönerspiel ist Das führt irgendwie alles zum Dönerstand. Obwohl, Ja. nein, Gemüse, was war das denn mit der Karotte, der Typ? Da war doch auch auch Gerard Butler in einem anderen Film. Da hat er nämlich immer Karotten gegessen und er hat auch mit Karotten dem Typen ins Auge gestochen. Das geht auch. Den habe ich nicht gesehen. Aber sehr gewagt, oder? Nee, sehr gut. Gut, also mit anderen Worten, Aus Essen in kann dieser man Waffen Diskussionsrunde über Waffen und Fahrzeuge landen wir immer wieder beim Dönerstand. bauen. Nein. Liebes Internet, bitte helft uns. Schickt uns eure Ideen und eure Meinung zu dem Quatsch, den wir hier gesammelt haben. Und dann hoffen wir, dass da ein bisschen was Fruchtbares für die ganze Geschichte bei rauskommt. Bis dahin freue ich mich auf eure Kommentare und sage schon mal bis zum nächsten Mal. Bis denn. Ciao. Cut. Apropos Fruchtbar.